Hallo liebe Zuschauer, vor vielen Monaten habe ich mal einen Film darüber gemacht, wo ich beschrieben habe, dass ich gerne Schweizer werden möchte, und dazu hatte ich ein Buch vorgestellt. Das Buch war von Thomas Bay. Der Inhalt war eigentlich, dass die Schweizer sehr clever Deutschland übernimmt und ein neues Kanton dort errichten wollen. Ich bin heute in der freudigen Situation, den Buchautor hier bei mir zu haben. Das ist der Thomas Bay. Hallo Thomas. Hallo Florenz. Ich war richtig verblüfft, dass er sich gemeldet hatte. Wir hatten damals mal ganz kurz Kontakt dazu gehabt. Ich habe mich vielmals bedankt. Hier ist übrigens dieses Buch, was ich also wärmstens empfehlen kann. Gerade in der heutigen Zeit wünschen sich bestimmt viele, dass Deutschland übernommen wird und dass diese bekloppten Regierung, hier werde ich mal politisch, ja, das sagen ja auch die Politiker im Bundestag, die Opposition, so eine schlechte Regierung hat es noch nie gegeben. Und dieses Buch ist ein Handbuch, wie man Deutschland übernehmen kann. Ich finde das Buch klasse. Wie bist du da drauf gekommen? Eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Wir waren 2019 auch hier auf Koh Samui und naja, ich habe zu diesem Zeitpunkt schon fast 10 Jahre in der Schweiz gelebt und war immer noch verärgert über Deutschland, unterhielt mich mit meiner Frau und irgendwie kamen wir auf die Idee, naja, das Bundeskanzleramt und die Schweizer Botschaft sind ja irgendwie verbunden untereinander. Und so dachte ich mir, da ja im Moment jeder einreisen kann nach Deutschland, wie er möchte. Wenn er kein Geld hat. Wenn er kein Geld und auch keinen Pass braucht. So dachte ich mir, warum kommen nicht 40.000, 50.000 Touristen aus der Schweiz, besetzen so die strategischen Punkte und erobern einfach das Bundeskanzleramt. Ist ja leicht zu erreichen. Sehr verwegen, aber im Buch klappt es ja. Im Buch klappt es ja, ja. Mich hat eigentlich hauptsächlich natürlich gestört, wie Deutschland eigentlich so ausgeschöpft wird. Und jetzt, wo man in der Schweiz lebt, sieht man natürlich, es geht auch anders. Und vor allen Dingen mit der direkten Demokratie. Oft macht natürlich auch der Bundesrat seine Dinge, wie er will, aber man kann immer wieder abstimmen. Auch wenn es Steuererhöhungen gibt oder wenn die Bahn einfach sagt, wir möchten die Preise erhöhen, so starten wir eine Initiative und stimmen darüber ab, ob wir das wollen oder nicht. Ja, das ist ja noch Demokratie, die hat man ja in Deutschland mittlerweile schon abgeschafft. Ja, vor allen Dingen ist es die einzigste Demokratie, direkte Demokratie auf der ganzen Welt. Das ist noch das Schlimmste eigentlich. Ich dachte immer, vielleicht hat es auch noch andere Länder, aber es gibt kein anderes Land. Ja. Es war ja auch ein sehr schönes Steuerangebot an die deutschen Bürger. Das darf man nicht vergessen. Was hat die Regierung gesagt? Ja, das eigentliche Punkt, die Leute davon zu überzeugen, wie geht man mit Eroberern um? Man hat ja das ganze Land wie eine feindliche Firma übernommen und gar nicht großartig erobert. Und man muss die Deutschen natürlich etwas locken. Und dann hat man einfach mal die Steuern um die Hälfte gesenkt. Das wäre es. Das ist dann die Möglichkeit. Eine Steuersenkung um 50%. Und natürlich mal die Bahn auszubauen. Dann kommt sie auch wieder pünktlich. Ja, und ja, du hast also so Dinge angesprochen, Internet zum Beispiel. Ja. Wenn ich mit meiner Mutter telefoniere, hast du eine langsame Leitung, da kann ich ja zu Fuß gehen. Ne? Das stimmt, das stimmt. Und hier in Thailand, wir haben die 4 schnellste Internetverbindung hier in Thailand, in der Welt. Ja. Ja, wir lachen darüber. Ja, ich muss natürlich noch sagen, das Buch selber war einfach mal ein Schritt in eine andere Richtung. Ich wollte das Ganze so ein bisschen zynisch und satirisch rüberbringen. Hast du, super. Und natürlich auch die Politiker, die werden nicht verhaftet. Nein, die setzt man einfach irgendwo aus und schaut mal, was so passiert.
Ja? Glücklicherweise habe ich da noch diesen berühmten Virus mit reinarbeiten können und dann hat man dann mit Lockdowns plötzlich zu tun gehabt und die Schweizer waren plötzlich alle geimpft, alle immun. Also es ist eigentlich so ein komplexes, ich sag mal, Antivirusbuch geworden. Also ich bin also nicht der große Leser, muss ich sagen. Ich dachte, Mann, jetzt schickt dir da ein Buch zu. Ich glaube aber, bis Seite 10 hast du mich gehabt. Da wollte ich nicht mal loslassen. Es ist also wunderbar beschrieben, das Ganze, wie das denn abläuft. Spaßig auch, ohne Gewalt. Auf jeden Fall, ohne Gewalt. Und nach 3 Tagen hatte ich durch. Fantastisch. Wie sieht denn die Zukunft aus? Ja, also ich plane schon eine ganze Weile und das ist immer ein Problem. Man braucht natürlich Ruhe und Inspiration, um das Ganze rüberzubringen. Und wenn man in diesem Arbeitsfluss ist, fällt das manchmal schwer, einfach abzuschalten. Und jetzt bin ich eigentlich dabei, ein Buch zu schreiben, was an diesem Buch anknüpft, wo, nachdem man jetzt, sag ich mal, den Politikern so ein bisschen das Gar ausgemacht hat, jetzt geht es an die Eliten. Das heißt, man redet über diesen Great Reset und daraus mache ich jetzt einen kleinen Reset, wo vielleicht die ganzen Eliten vielleicht mal alles verlieren könnten und der gute Bürger dann der Gewinner ist. So könnte das nächste Buch aussehen. Ich werde also da auch weiterhin nicht mit Ironie mich scheuen, diesmal bei den, sei es Bill Gates, sei es Klaus Schwab, sei es Elon Musk, nicht scheuend, auch da meine Witze drüber zu machen. Ja, hier in dem Buch hast du es ja auch blendend hingekriegt. Aber du bist ja kein Buchautor 100%. Nein. Eigentlich muss ich sagen, ich bin eigentlich ein Großrechnerentwickler, Softwareentwickler, eigentlich eine aussterbende Rasse. Man sagt immer die Dinosaurier der IT. Das heißt, ich arbeite eigentlich hauptberuflich an diesen IBM-Großrechner und bin dort irgendwann mal halt angekommen gewesen. Das ist mein Hauptberuf. Und dieses Schreiben ist eigentlich dadurch gekommen, weil ich angefangen habe, Sport zu treiben. Ich habe nach der Schule keinen Sport mehr getrieben und irgendwann kamen halt so die ersten Problemchen mit dem Rücken, nur Autofahren bis zum Briefkasten der Steuerberaterin. Auch so Sachen habe ich gemacht. Und dann habe ich Sport getrieben und durch den Sport ist der Kopf frei geworden. Und dadurch kamen die Ideen. Kennt ihr den Abel? Er will wieder die Produktion zerstören. Kannst du mal bitte den Frisbee irgendwie schmeißen? Ja, und so bist du also dazu gekommen, ein Buch zu schreiben? Ja, ich habe angefangen, ich bin eigentlich ein absoluter Raumfahrt, Science-Fiction, Weltraum-Fan. Mein größter Traum wäre es, auf der ISS zu arbeiten. Das wäre so mein Highlight meines Lebens. Ich würde sogar auf die Mars-Mission gehen. Und ich habe auch mit meinem ersten Lehrlingsgehalt habe ich mir ein Teleskop gekauft. Nicht, wie mein Vater sagte, kaufe 4 Unzen Gold, hast du mehr davon? Nein, ich habe mir ein Teleskop gekauft und habe dann in die Sterne geschaut. Und so fing eigentlich die Begeisterung für die ganze Weltall- und Raumfahrt an. Und das war eigentlich das Erste, dass ich einen 5-Teiler geschrieben habe über eine Zeitreise, über Archäologie, über die ganzen Pyramiden, über Ägypten. Und das ist aber, ich sag mal, nicht einfache Kost. Der Europäer ist kein begeisterter Science-Fiction-Leser. Der liest vielleicht eher Historienromane. Perry Rhodan habe ich vorher gelesen. Ja, das ist meine Inspiration. Lese ich immer noch. Ja, lese ich immer noch auf meinem kleinen Tolino. Ja. Ich habe den immer noch. Die Silberbände lese ich fleißig immer weiter. Ja. Kommt auch manchmal so ein bisschen was mit rein. Also man merkt dann schon, wo Thomas seine Ideen her hat. Aber wie gesagt, das war halt eine Science-Fiction-Serie und dann dachte ich mir, es muss was anderes sein. Und so kam ich dann auf was Lustiges. Das war. Ja. Und da ich ein sehr lebenslustiger Mensch bin, ich bin kein depressiver Mensch, ich sehe das an, die Welt ist für mich wie ein großer Sandkasten, ein Spielzeugkasten und so lebe ich auch und versuche auch möglichst, ich sag mal,
frei und locker zu leben, mich wenig über die Sachen aufzuregen. Und wenn dann nur ganz kurz. Und du bist jetzt Schweizer. Ursprung ist ja wohl Deutsch, haben wir rausgehört. Ja. Ich bin jetzt Doppelbürger, also wie James Bond. Habe jetzt 2 Pässe. Ja, und gehe jetzt fleißig wählen. Der Grund war natürlich auch, dass ich in der Schweiz für Deutschland nicht mehr wählen durfte. Man hat mir verweigert, die Wahlunterlagen zu geben. Und eigentlich ist das ja eigentlich ein Grundrecht, das wir haben. Die Botschaft weigerte sich, mir die Wahlunterlage zu geben. Sie hat gesagt, sie sind dafür nicht zuständig. Und irgendwann hieß es, ich soll mich bei der Wohngemeinde wieder anmelden, was dann ja auch steuerlich wieder Hintergründe hätte, um dort meine Wahl zu machen. Also das trifft nicht ganz zu. Ich wähle ja hier auch, habe ja jetzt letztes Mal auch gewählt. Man muss an dem Ort, wo man zuletzt gemeldet worden ist, muss man sich eintragen in die Wahlliste. In die Wahlliste, okay. In die Wahlliste und dann bekommt man sehr wohl die Wahlunterlagen. Ich habe mich gewundert jetzt beim letzten Mal, ich habe da auch ein bisschen Dampf gemacht und auch gesagt, ich bin YouTuber. Da hatte ich dann innerhalb von 1,5 Wochen hatte ich die Unterlagen. Bei der Wahl davor, nach 3 Monaten, da war die Wahl schon längst gelaufen, da kam, so ist auch schon Wahlbetrug. Ist das, also das ist Wahlbetrug. Das kann man wirklich so sagen, ja. Da so spät die Unterlagen per Schiff oder so was den Leuten vergessen wir. Ja, okay. Ja, das soll also jetzt kein politischer, war einfach, wie er gesagt hat, er kommt und dann habe ich mich natürlich an dieses Buch erinnert und jetzt mit den Deutschen, wie die Situation da ist, ja, da kann ich also nicht zurückhalten, da muss ich meinen Senf auch dazugeben. Ne? Also ich bin auch kein Nazi, nein, bestimmt nicht, da würde ich auch schon mal beschimpft. Ich habe meine Vorstellung über Deutschland, wie es früher gewesen ist. Und mir hat Deutschland sehr gut gefallen, muss ich sagen, wie es damals gewesen ist. Aber hat sich geändert. Ist aber nicht mehr mein Deutschland. Ich sage immer so, ein Wiener Schnitzel kann man auch im Ausland essen. Wahre Worte. So, Dankeschön, dass er zugeschaut hat. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön für die Einladung, Florenz, und für das Interview.